darf Sie aufs Herzlichste begrüßen, alle hier im Raum in der in der Bibliotheksaula anwesenden Personen. Mir eine sehr große Freude. Es ist also tatsächlich so, dass ich in der wirklichen glücklichen Lage bin, als Rektor der Universität Salzburg täglich nichts erwarten zu müssen und einfach von der Überraschung leben zu dürfen. Und das ist also so, dass wir alle gemeinsam hier sind. Da gibt es immer Überraschungen im Leben. Eine ist eine kleine, die ist jetzt nicht so hübsch. Es ist relativ warm hier im Raum. Die Klimaanlage ist leider ausgefallen. Ich hoffe, wir halten es trotzdem aus. Weil, das ist dann die große Überraschung, die auch wieder klein ist irgendwo. Aber wir haben natürlich sehr, sehr erfrischenden Gast hier heute bei uns. Ich darf ganz, ganz herzlich Bruder David Steindl-Rast in unserer Mitte begrüßen. Herzlich willkommen. Erwarte nichts, lebe einfach von der Überraschung, ist ein Zitat von Ihnen, das ich mir hier ausgeliehen habe, weil ich denke, es passt sehr, sehr gut. Für mich hat diese Überraschungsreise begonnen, als der Herr Kollege Breh bei mir im Büro aufgestiegen ist und von dieser Idee gesprochen hat, nämlich eine Kooperation zu machen, auch mit dem Europakloster Gut Eich. Ich darf in diesem Zusammenhang auch ganz herzlich Bruder Thomas Hessler willkommen heißen. Und ja, wir sind heute soweit. Dass wir diese Kooperation zwischen Uni Salzburg und dem Europakloster Gut Eich feiern können, mit einer Unterschrift finalisieren werden, coram publico, wenn ich so sagen darf, wenn Sie es alle so lange aushalten mögen. Ich möchte mich hier wirklich kurz halten. Für mich ist das eine wunderschöne Überraschung. Das sind sozusagen die Highlights in diesem Beruf, als Rektor für eine Universität tätig sein zu dürfen, so wunderbare Menschen kennenlernen zu dürfen. Dankeschön, ich freue mich sehr. Eine kurze technische Ankündigung. Es wird alles an und für sich auf Deutsch stattfinden, aber jetzt zu Beginn wird Patricia Campbell Carlson die Einführung und die Vorstellung auf Englisch vornehmen. Bitte schön. Hello, everyone in this room and online joining us from around the world. My first introduction to Brother David was at an interfaith meeting in Middlebury, Vermont in 1985. And there were many presenters. Brother David was one of them. His Holiness the Dalai Lama was one of them. So at one point, another speaker was speaking, and His Holiness the Dalai Lama and Brother David were sitting together. And they each pulled out their prayer beads and they offered them to each other. And I was going to do this, I was thinking of a microphone on a stand, but let me put it down for a moment and show you. They traded their beads. So they went. So now Brother David had the Dalai Lama's beads and the Dalai Lama had Brother David's beads. And they began to sit in this. As they were listening to this other presenter, they prayed with each other's beads for quite a while, and then they traded back. That was about as perfect an introduction to Brother David as anyone could have had. What matters to him is putting faith into practice, and he constantly looks for ways to reach out to others no matter what their faith or philosophy of life. He seeks out what we share in common. Brother David was born here in Austria, in Vienna, on July 12, 1926. After the horrors that he witnessed during World War II,
he felt that he could not go back to an ordinary life. So when he came upon a line in the Benedictine rule that said, "Keep death always before your eyes," it profoundly resonated with him, not as a denial of life, but as an intense awareness of the value of each and every moment. This led him to become a Benedictine monk. But he also discovered what was to become a deep vein of meaning in his life: gratefulness. We're fortunate to have this word because it means not only gratitude, but also the gratefulness of everything, an awareness of the gifts that life offers us. As Brother David is fond of saying, life is given to us. It is a gift. Even amid great difficulties, we can discover opportunities. From these roots as a Benedictine monk, Brother David started a journey of interfaith dialogue with Buddhists, Jews, Muslims, Hindus, practitioners of indigenous traditions, and more. He became a sought-after speaker and beloved author with books translated into many, many languages. And I should also mention that he earned a PhD in experimental psychology from the University of Vienna along the way. He's a distinguished scholar. Time passed, and around 1999, a friend asked him whether he would consider having a website. By now, he was in his 70s. But yes, he thought a website would be worth a try. Being Brother David, he didn't want the website to be about him. After searching for a good name and a theme, plus seeing what URLs were available, they settled on an auspicious one, gratefulness.org. Brother David insisted on making the website about practice. In that spirit, one of its features was an opportunity to enter into an online chapel and be guided through a candle lighting ritual. Word spread, and a few dozen people stopped by the website to try this out. Then the terrorist attacks of September 11, 2001 happened. As people around the world sought for a way to respond to that tragedy, in grief and in a wish for a more peaceful world, visits to the candles soared into the hundreds and then the thousands daily. Soon our web team and friends were translating the candles into German, French, Spanish, Italian, Dutch, Chinese, and the list kept growing. Meanwhile, Brother David was traveling far and wide, teaching and befriending people on every continent, except I think maybe not Antarctica. He had wanted to explore the question of whether community could be built online, and the answer was proving to be a resounding yes. Then the work grew to include more offline gratefulness groups and entire new international branches for those who speak German and those who speak Spanish. Now, in that same spirit of inclusion and innovation, Brother David has given his blessing to this chatbot project. Every so often, those of us who know him stand back and marvel that he is turning 99 this July. What a gift to be around someone whose whole life proves that wonders never cease. Brother David. Wir stecken jetzt die Projektion, wird ein Smartphone angesteckt, auf dem der Bruder David Bot installiert ist, und wir werden ihn live demonstrieren, vorführen. Und ja, wir sehen bereits praktisch den Bot, wenn man
ihn gestartet hat, sich eingeloggt hat. Und Felix beginnt mit dem ersten Teil, sozusagen, vielleicht machen wir es einmal wirklich auf die im Sinne eines Chatbots ganz einfache Art, dass du einen Text wirklich eintippst, eine Frage eintippst und den Text siehst. Das ist für viele die typische Art zu chatten, aber zur Beruhigung, wir haben auch Spracheingabe und Sprachausgabe und der Bot antwortet in der Stimme von Bruder David und nach Felix wird Bruder David ein paar Fragen stellen, schauen, ob er richtig antwortet, der Bot. Und ja, dann werden wir noch kurz vorführen, es gibt auch so ein Dankbarkeitstagebuch integriert in die App, ja, es sind ein paar andere Dinge dabei. Sorry Patricia, but you understand a bit of German, you can ask in English and in Spanish. Yeah? So we have the 3 languages already supported in the bot. Okay, so Felix, please go ahead. Or I can take the mic. Okay, perfekt. Okay, also ich darf die App jetzt kurz vorstellen. Ich hoffe, sie sollte recht selbsterklärend sein. Man kann ähnlich wie bei ChatGPT verschiedene, also für die hier, die vielleicht ChatGPT oder ähnliche Chatbots kennen, man kann verschiedene Chats starten, zum Beispiel über verschiedene Themen. Und ich starte jetzt einfach mal hier einen neuen Chat. Ich könnte jetzt auch einen von früher fortsetzen, aber ich starte mal einen neuen Chat. Und wenn man einen neuen Chat startet, hat man verschiedene Optionen. Wir haben zum Beispiel ein paar Zitate von Bruder David eingefügt, wie dieses hier. Das mal oben sieht, das ist ein bisschen schwierig. Okay, danke. Man kann verschiedene andere Zitate laden und über jedes davon sprechen. Wir haben hier ein paar vordefinierte Fragen, wie was bedeutet Dankbarkeit, über die man reden kann. Oder man kann eine eigene Frage eingeben. Ich gebe jetzt hier zum Beispiel ein, wofür könnte ich heute dankbar sein? Und was passiert, wenn man die Frage eingibt? Wir haben eine Datenbank mit mehr als 800 Texten von Bruder David. Das sind Texte, Bücher, Interviews. Und wenn der Benutzer eine Frage eingibt, werden diese Texte durchsucht. Relevante Textausschnitte werden rausgesucht und werden diesem Sprachmodell, also ein großes neuronales Netzwerk, die werden dem gegeben und aufgrund von denen wird eine Antwort für den Benutzer generiert. Und ja, zum Beispiel hier, schon wenn du morgen, oder ich lasse es lieber in Bruder Davids Stimme vorlesen. Schon wenn du am Morgen die Augen aufschlägst, hast du Grund zur Dankbarkeit. Ein neuer Tag ist ein großes Geschenk. Also wir haben außerdem aus den vielen Audioausschnitten vom Bruder David kleine Textausschnitte oder kleine Audioausschnitte genommen und darauf auch ein neuronales Netzwerk trainiert, das seine Stimme imitiert und ich hoffe, es klingt halbwegs nach Ihnen. Okay, also ich würde vorschlagen, dass ihr jetzt kurz ein paar Fragen durchgeht und nachher gehen wir noch über die anderen Funktionen. Ich würde sagen, Bruder David, dass du sprichst und wir praktisch hören, was der Bot antwortet. Gut. Was hältst du von KI? Die Spannung steigt. Dass du mir diese Frage so stellst, zeigt, dass KI bereits Teil unseres Lebens ist. Wie alles, was wir schaffen, muss auch KI verantwortungsbewusst verwendet werden. Je größer die Chancen, desto größer die Gefahren. Ja, Bruder David, jetzt ist meine Frage an dich. Würdest du dem zustimmen und würdest du deine Stimme erkennen? Zustimmen schon. Die Stimme habe ich nicht ganz gut gehört, aber ich glaube, die Stimme ist gut. Aber ich hätte es anders ausgedrückt. Am Schluss hätte ich unbedingt gesagt,
je größer die Gefahr, desto größer die Chance. Ich hätte nicht mit Gefahr geendet. Okay. Also wie kann man sowas Vielleicht korrigieren? ein Detail dazu. Man kann die Antworten einstellen, ob sie kurz, mittel oder lang sind. Wenn wir es auf mittel umstellen, kommt eine ausführlichere Antwort. Machen wir mal. Wollen Sie dieselbe Frage nochmal stellen? Dieselbe Frage, ja. Das ist immer das Spannende bei einer Live-Demo. Wir wissen nicht, was kommt von der KI. Sie können schon. Geht. Bitte, ich soll was eingeben? Die Frage stellen. Noch einmal. Noch einmal die Frage. Was hältst du von KI? Nein, ich glaube, ich habe jetzt zu spät aufgenommen. Ich frage, was hältst du von KI? Bruder David, der Bot denkt nach. Dass du mir diese Frage auf diese Weise stellen kannst, zeigt, dass ich mit KI arbeite. Wie alles muss auch KI verantwortungsbewusst verwendet werden. Je größer die positiven Möglichkeiten, umso größer die Gefahren. Deshalb ist es wichtig, achtsam und bewusst damit umzugehen, um menschliche Werte zu bewahren. Wie stehst du persönlich dazu, in einer Welt mit KI Mensch zu bleiben? Das ist jetzt besser formuliert, kommt mir vor. Und mir gefällt auch sehr gut, was ich immer wieder bemerkt habe bei den Antworten, dass es am Schluss sich immer wieder an den Benutzer oder Benutzerin wendet und zurückfragt oder Vorschläge macht. Einen Dialog führt. Ja, genau. Ja, dann können wir, ich weiß nicht, ob es da noch eine Frage? Noch eine Frage, ja. Also so eine typische Frage, die halt von jemandem gestellt würde, ist: Ich fühle mich einsam, was rätst du mir? Also die Spracherkennung funktioniert. Man erspart sich das Eintippen der Fragen. Einsamkeit ist nicht gleich Isolierung. Der Zustand Alleinsein ist neutral. Die Isolierung jedoch ist Alleinsein und zugleich Abgeschnittensein von anderen. Daher lade ich dich ein, Einsamkeit als gesegnete Zeit zu sehen, in der du getragen bist und dich selbst findest. So öffnet sich Raum für wahres Miteinander. Welche kleinen Schritte kannst du heute gehen, um dich verbunden und getragen zu fühlen, auch wenn du allein bist? Wir sollten aber die Zuhörer fragen. Ja. Aber die Antwort würde da zu dem passen. Und Bruder David hat jetzt gemeint, wir sollten das Publikum fragen, wer wagt sich heraus und stellt eine Frage an den Bruder David-Bot. Bitte, Robert. Also Welches Rilke-Gedicht ist dir das Liebste? Okay, ich frage die Frage nochmal, ich habe noch nicht was zurück. Welches Rilke-Gedicht ist dir das Liebste? Mein Lieblingsgedicht von Rilke ist aus den Sonetten an Orpheus. Dort heißt es: Rühmen, das ist's, ein zum Rühmen bestellter. Ein wunderschönes Bild, wie das Herz
voller Dankbarkeit klingt. Es erinnert mich daran, dass unser Herz geschaffen ist, um die Wirklichkeit ganz zu preisen, das Leben zu segnen und zu danken. Vom Menschenherzen, das auf diese Weise singt, sagt Rilke, zwischen den Hämmern besteht unser Herz wie die Zunge zwischen den Zähnen, die doch dennoch die Preisende bleibt. Welches Bild oder welche Zeile aus Rilkes Dichtung berührt dich am meisten und lässt dein Herz aufleuchten? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also, mir wäre die Wahl schwer gefallen, aber das wäre sicher eines der Hauptgedichte gewesen. Sehr schön. Ja. Jetzt stelle ich eine Frage an den Bot und schauen wir auch im religiösen Sinne. Du sprichst selten von Gott. Warum? Ich vermeide das Wort Gott oft, weil es so vielfältig gebraucht und missbraucht wird, dass es leicht zu Missverständnissen führt. Für mich zeigt Gott auf ein unbegreifliches Geheimnis, das wir nicht erfassen, aber erleben können, ähnlich wie Musik, die uns ergreift. Wie erlebst du das Geheimnis des Göttlichen in deinem eigenen Leben oder in Begegnungen, die dich tief berühren? Also, ich bin zufrieden mit dieser Antwort. Ich bin zufrieden mit dieser Antwort. Aber das Interessante ist, dass ich es nie in dieser Form gesagt habe und dass der Bot, ich weiß nicht, das Gedankengut auf seine eigene Weise ausdrückt. Und verstanden hat. Ja, im Sinne verstanden vom Sinn her. Ne? Und es eben auf eine andere Art dann immer ausdrückt. Wenn man dieselbe Frage ein paar Mal hintereinander stellt, erhält man sinngemäß dieselben Antworten, aber von der Formulierung, von den Wörtern ist es meistens anders formuliert. Du kannst auch noch etwas demonstrieren. Wenn du drauf drückst, kannst du ja dann die Frage beurteilen, wie gut sie war. Nicht? Genau. Also man muss, sag das einmal, erklär das. Genau, also das ist eine große Unterstützung für uns, die Entwickler. Wenn Sie die App benutzen, können Sie länger auf die Antwort drauf drücken und dann kann man die Antwort bewerten. Wenn sie gut ist... Ist das jetzt oben zu sehen? Ja, das ist zu sehen. Genau. Wenn sie gut ist, Daumen nach oben, oder wenn sie nicht gut ist, kann man hier noch einen Grund dafür angeben, warum sie vielleicht nicht so genau passt. Und basierend auf dem können wir dann in Zukunft die nächsten Antworten auch nochmal verbessern. Also der Bot lebt und wird immer verbessert. Ich hätte jetzt noch einen Vorschlag, ich habe es zuerst erwähnt, dass wir in verschiedenen Sprachen das unterstützen. Schalten wir vielleicht auf Englisch und ich schaue jetzt zu Patricia, would you please send the bot a question in English? We switch now to English. Yes. Brother David, Sorry. how did you wind up in California? How did you wind up in California? My journey to California was one of searching for a place where life and spirit could unite profoundly. As I said, I consider it a great gift that, unlike some others who had to search from monastery to monastery,
Mount Savior was so clearly love at first sight for me. California became a home for me because of its openness to spiritual exploration and new ways of living contemplative life. It was here I could dwell in silence and gratitude amidst the unfolding world. It's lustig, it's funny. It mixes up Mount Savior and California. Mount Savior is on the other coast of the continent, but otherwise it's all right. What it says is all right. Can one correct would be things a like thumbs that? down in the sense we correct that and would And you delete can Mount write Savior. in, you can say, At least to so exclude Mount you could Savior do that, because yeah. it's in the state of New York. Oh, it's good, it's good. Thank you, Patricia. I would like to give you one very difficult one. Okay. In German? Auf Deutsch? Ja, wahrscheinlich. Machen wir es auf Deutsch. Soll ich die Frage stellen? Ja, Gibt es ein Leben nach dem Tod? Mit meinem Tod endet meine Zeit in dieser Raumzeit, doch das bedeutet nicht, dass alles aus ist. Das wahre Leben, wie Paulus sagt, ist in Christus bewahrt. Es bleibt unverändert und unzerstörbar, unabhängig von unserem physischen Tod. Bruder David sagt, das ewige Leben kommt nicht nach dem Tod, sondern ist ein Leben, dem der Tod nichts anhaben kann. Die Auferstehung bedeutet ein Hineingehen in den Tod und ein Hindurchgehen in eine neue Fülle des Lebens, jenseits unseres Verständnisses von Leben und Tod. Es ist wichtig, den Tod ernst zu nehmen, denn nur so können wir auch die Auferstehung wirklich verstehen. Wie kannst du dein Leben so leben, dass du dem Tod mit Vertrauen begegnen kannst? Also ich beantworte Fragen nicht so, dass ich gleich religiöse Terminologie wie Auferstehung oder sowas hereinbringe. Das müsste man dem Bot verbieten. Ich weiß nicht, wo er das her hat. Wir werden dem auf den Grund gehen. Ja, sehr schön. Dann haben Eine haben wir noch. Eine haben wir noch. Hast du Katzen gerne? Ich stelle die Frage, ist einfach. Hast du Katzen gerne? Katzen sind wunderbare Geschöpfe, die uns auf ihre eigene Weise das Leben bereichern. Wie Rainer Maria Rilke sagt, das Leben und dazu eine Katze, das gibt eine unglaubliche Summe. Sie erinnern uns daran, die kleinen Freuden wahrzunehmen und im Moment zu sein. Der Umgang mit ihnen lehrt Geduld und Achtsamkeit.
Wie erlebst du selbst die Verbindung zu Tieren in deinem Leben? Was kannst du von ihnen über Dankbarkeit und Präsenz lernen? Sag mir. Sehr schön. Ja, dann würden wir den Teil, also die Vorführung, ich glaube, alle, die hier sind, ich zeige dann auch noch einmal, wie man die App runterladen kann. Glaube ich, können selbst probieren. Einige haben schon und wir würden uns sehr freuen über die Rückmeldungen, auch in der Form auf eine Antwort länger draufhalten und Thumbs up oder down, damit wir ein bisschen besser Bescheid wissen, wo Verbesserungsbedarf noch ist. Ja. Vielen Dank. Okay. Ja, das Making-of, wie ist das? Ein paar Worte zum Projekt selbst. Und ich beginne mit einem Zitat. Bruder David hat Anfang Juni dieses Jahres in einem Interview, wo er gefragt wurde, wo kann man heute in der Welt der Handys und der künstlichen Intelligenz das Geheimnis wieder entdecken? Und du hast geantwortet, ich würde sagen, das ist hier die Kurzfassung, genau in dieser technisierten Welt, in der Sie, also die Menschen, leben, wenn Sie mit der KI versuchen, das Schöne, das Wahre, das Gute zu verwirklichen. Da steckt ungeheures Potenzial drinnen, das ließe sich mit Liebe erfüllen und könnte Unglaubliches für die Menschheit leisten. Ich möchte da den jungen Menschen völlig freien Lauf lassen und sie nicht dabei stören, was herauskommen könnte. Wenn ich das wüsste, bräuchten wir die jungen Leute nicht. Und ich danke dir, Bruder David, ganz herzlich für deine Offenheit, auch das zu unterstützen und dieses Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. Und was macht so ein gelungenes Projekt aus? Ja, das Ziel ist definitiv sehr ambitioniert. Ja, also du hast so Großes geleistet, so eine schöne Lehre eben als Volumen in vielen, vielen Büchern, Vorträgen und das abzubilden, in die KI quasi zu bringen, ist definitiv sehr ambitioniert. Und wie man auch sieht, mit Ecken, Kanten noch drinnen, wo man immer nachbessern, nachschleifen muss. Ja. Und ich habe so empfunden und ich glaube auch viele, die beteiligt waren, was man vielleicht zu Beginn als Stolpersteine gesehen hat, hat sich eigentlich dann angefühlt wie Puzzleteile, die sich schön zusammengefügt haben zum Ganzen. Und ich weiß noch im April dann, das war, glaube ich, ein paar Fragen auch, wie es du gestellt hast, und dann hast du gesagt, und das hat mich besonders gefreut, ich könnte die Fragen nicht besser beantworten. Nicht alle, ja, aber wie gesagt, es trifft schon einige Themenbereiche sehr, sehr gut. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr schöner Schritt für diese erste Version, die wir da vom Bot haben. Ja. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum macht man das? Ja? Und ich glaube, wir sehen ähnlich, ich habe auch deine Interviews gelesen, wenn man so die Weltsituation betrachtet, man könnte einerseits verzweifeln, aber auch sozusagen die Chancen und Möglichkeiten sehen. Und ich denke auch, dass man eben einen spirituellen Zugang schafft, ja, und vielleicht junge Menschen mehr dazu gewinnt, eben auch deine Lehren zu verstehen oder zu verinnerlichen und zu leben, wäre da wirklich ein ganz, ganz großer Beitrag. Ich habe da nur 3 Beispiele angeführt, was wir sozusagen so eine Art erste Reihe fußfrei erleben. Und man könnte die Liste leider noch lange fortsetzen. Und das, was man eigentlich erzielen will, wäre eine Haltung, die dankbar, ehrfürchtig wieder ist vor dem Leben, vor allem Umwelt, was immer wir vorfinden. Und ich glaube auch, das Potenzial des Einzelnen, wie man damit die Welt verändern kann, wenn man die Haltung ändert, das Bewusstsein, die Einstellung ist sehr, sehr groß.
Und wenn es nur ein paar Menschen sind, die das Bruder David Bot-Projekt zu dieser Haltung bringt, zu dieser Einstellung, dann ist das eigentliche Ziel des Projektes erreicht. Ja. Und ich möchte, und das ist jetzt fast schon, geht schon fast in die Philosophie oder Wissenschaftsphilosophie jetzt rein, ich möchte auch auf das noch eingehen, was das eigentlich, warum sozusagen Einzelne doch und die Haltung von jeder von uns so einen enormen Einfluss auf das gesamte Geschehen hat. Ja, das ja nie vorhersehbar ist, ja, was in der Welt passiert. Jeder Moment ist unvorhersehbar und trotzdem haben wir alle einen riesigen Einfluss drauf. Warum könnte das sein? Ja? Und ich glaube, dass in der Wissenschaft ein wirklich fundamentaler Metaparadigmenwechsel eigentlich ansteht. Ja? Ich habe hier das geozentrische und heliozentrische Weltbild gebracht und es waren, wenn solche Metaparadigmen sich ändern, immer Anomalien, die man dann nicht mehr argumentieren, vertreten hat können. Ja, im heliozentrischen Weltbild, was ja Jahrhunderte gedauert hat. Ja, also ich will jetzt gar nicht quasi involvieren, wer da wie beteiligt war. Es war wahnsinnig schwer zu überwinden. Und es war dann irgendwann einmal, zum Beispiel man hat dann die Planetenlaufbahnen, die ja eigenartige Dinge enthalten haben, wo man dann absurdeste Erklärungen geliefert hat, also um diese Hypothese des geozentrischen Weltbildes zu halten, argumentiert hat. Und es ist dann irgendwann nicht mehr gegangen. Ja, es war nicht nur Galileo, es hat viel gebraucht, bis man das überwunden hat. Und ich glaube, dass wir jetzt in einer ähnlichen Situation in der Wissenschaft stehen, und zwar jetzt nicht in einer, als generell Fundament. Ja. Und die Anomalie, die wir jetzt haben und die in der jetzigen Wissenschaft, würde ich sagen, ausgeklammert ist Bewusstsein selbst. Also das Bewusstsein, du nennst es das große Geheimnis. Ja. Es ist einfach nicht behandelbar, weil es das No-Thing ist, das Nichts. Ja. Und also das derzeitige Metaparadigma baut darauf auf, dass die materielle Welt primär ist. Ja. Also sprich Materie, Raum, Zeit, Energie und aus dem sich sozusagen alle Fragen, alle Dinge ableiten. Ja. Und das Bewusstsein betrachtet man als Epiphänomen der materiellen Welt. Ja. Also das heißt, man geht davon aus, dass das Materielle, die Gehirnzellen, alles, was dahinter steckt, letztlich das Bewusstsein schafft. Ja. Man kann es nicht erklären, aber das ist das momentane Weltbild, was, glaube ich, geändert werden muss. Ja. Und wenn man zumindest auf die Physik blickt, gibt es schon sehr, sehr klare Indizien, dass und es ist immerhin schon 100 Jahre her, Einstein, dann Max Planck. Ja. Max Planck hat in einem Zitat, ich habe es hier, das war 1931, er hat wörtlich gesagt, I regard consciousness as fundamental. I regard matter as derivative from consciousness. Das war 1931. Ja. Jetzt sind wir 100 Jahre später fast, ja, und wir haben das immer noch nicht gecheckt, ja, also was da sozusagen eigentlich geliefert wurde. Ja. Und die These wäre, dass die materielle Welt ein Epiphänomen des Bewusstseins ist. Ja. Was bedeutet das? Die gute Nachricht ist, alle Erkenntnisse, die wir haben, egal ob in der Physik oder egal in welchem Wissenschaftszweig, das ändert sich nicht. Aber es öffnet die Wissenschaft für neue Erkenntnisse. So wie das geozentrische Weltbild extrem viel verhindert hat. Ja? Also wir haben viel über das Universum, hätten wir nicht erfahren können, wenn wir bei dem Metaparadigma geblieben wären. Ja? Und das ist ein Physiker, er hat ein Engländer, Peter Russell, der hat so formuliert, The universe is a dynamic structured field of being. Ist eine andere Formulierung, was du, Bruder David, als das große Geheimnis bezeichnen würdest. Ja. Observing itself and in observing itself creating a representation of itself as a material world. Ja. Also das heißt,
das, was wir als materielle Welt empfinden, ist jetzt keine Täuschung oder es wird nicht wegdividiert, ist aber genau die Umkehrung des Weltbilds, das wir heute in der Wissenschaft haben, dass das Materielle das Primäre ist. Ja. Und das, wohin das hindeutet, ist, und das ist auch ein schwieriger Schritt, ja, wenn man sagt, es gibt halt das Materielle und das Geistige oder Spirituelle, es gibt nur das große Geheimnis. Und das Materielle ist eine Folge des sich selbst Beobachtens als Schlussfolgerung. Ja. Und dann kommen wir zum neuen Weltbild. Ja. Also das heißt, auch an Rektor Fügenschuh, wir haben noch einiges vor uns. Wir müssen einiges noch umkrempeln, aber nicht, es bedeutet nicht, dass das Wissen verloren geht. Es öffnet einfach neue Dimensionen auf, ja, wenn man diese Betrachtung findet. Ja. Und warum ich das ausgeholt habe, ist, in dem Sinn ist alles eins, ja, erklärt zum Beispiel das. Nicht? Und der Beitrag jedes Einzelnen, die Haltung jedes Einzelnen ist ein enorm wichtiger Beitrag für den gesamten Planeten, für die gesamte Menschheit. Darum glaube ich nicht zu unterschätzen, was wir als Einzelne mit unserer Haltung, und ich glaube, deine Botschaft der Dankbarkeit sagte das so schön aus, die meisten Menschen leben nach dem, was fehlt mir noch, was könnte ich mir noch wünschen und was brauche ich noch. Ja? Und das dreht es genau um und sagt, was habe ich schon. Nicht? Und dankbar dafür sein, was man, die Riesenfülle, die jeder von uns hat. Und das ist, glaube ich, die Haltung, die sich auch ändert und die auch auf das Ganze derart enorm, glaube ich, einen positiven Einfluss hat. Ja? Ja, und jetzt, weil ich schon Dankbarkeit sage, ganz wichtig, danken für das Projekt, dass wir so weit sind, wie wir jetzt gekommen sind, bis heute. Also allen voran, Bruder David, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, das zu unterstützen und ja, eben bereit zu sein, auch praktisch den Weg, den Schritt hinzugehen in dieses doch sehr neue Zeitalter, kann man fast sagen, die durch die KI, durch die künstliche Intelligenz da aufgemacht wird, die Tür. Und hier an der Stelle auch, ich habe es kurz erwähnt, wie wir uns begrüßt haben, wie ich meine liebe Gattin Ingrid, sie war diejenige, die mich auch aufmerksam gemacht hat auf den spirituellen Weg, und eines deiner Bücher, I'm Through You, So I, war das damals, ja, der mir gegeben hat und gesagt, du schau mal, Bruder David ist eigentlich Österreicher, lebt in den USA, wir waren damals auf Hawaii. Ingrid hat sich mit Huna-Philosophie beschäftigt, der hawaiianischen indigenen Lehre. Und ja, das war einfach ein ganz wichtiger Türöffner. Und so, glaube ich, das war der erste Schritt Richtung Bot. Ja, also, dass ich auf dich aufmerksam werde und diese Ecke eigentlich interessant wird. Ja. Und dann gibt es eine ganze Reihe natürlich jetzt, und ich möchte es wirklich erwähnen, weil es so wichtig mir ist. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich nenne es jetzt die Online-Bibliothek David Steindl-Rast. Die ist in der Schweiz verwaltet. Es sind beide, Claudia Menze-Steinberger ist hier und Claudia Kohli. Ich darf kurz sagen, also Claudia Menze-Steinberger hat 10 Jahre lang oder über 10 Jahre die Online-Bibliothek wirklich kuratiert, in größter Liebe und Sorgfalt das aufgebaut. Und durch dich, Claudia, ich glaube, es waren nicht einmal 2 Wochen, haben wir das Material gehabt, wo wir wussten, es ist das Wesentliche drinnen, nicht alle Fakten. Ja, das ist sicher eben ein Punkt auch, was Copyright betrifft. Ja. Du warst euch da sehr hilfreich, dass man sagt, welche Dinge man nicht nehmen soll, weil da möglicherweise Copyright-Problem da ist. Ja. Aber das Bereitstellen der ganzen digitalisierten Form deiner Lehre war, muss man wirklich sagen, nur durch die Online-Bibliothek möglich. Und die Claudia Kohli als Vertreterin, du bist im Stiftungsrat der Via Cordis, Weg des Herzens,
die im Wesentlichen die Online-Bibliothek unterstützt und trägt. Ja. Also vielen, vielen Dank eben euch und auch erwähnt natürlich Roman Angulanza, herzlich willkommen auch dazu. Er hat viele, viele Audioaufnahmen der Online-Bibliothek zur Verfügung gestellt, war auch ganz ein wichtiger Input zum Trainieren des Bots. Ja. Ja, ganz besonders auch klarerweise meiner Heimat, quasi der Universität Salzburg. Und es war von der Bibliothek her der Vorlass, und das war wirklich der Anlass für den Bot, ja, weil du den Vorlass an die Bibliothek gegeben hast. Das war im Oktober letzten Jahres. Und da möchte ich auch stellvertretend danken Andreas Rotteneder, der neue Leiter, und Stellvertreter Reinhard Rattmeier. Und ich begrüße auch Christoph Stitz, der bei uns im Techno-Z in der Informatik die Bibliothek hat. Ich sehe, ja, okay, vielen Dank. Er hat in wirklich promptester Form, wenn Bücher nur vorliegen als Papier, die eingescannt, und wir hatten es als PDF. Ja, also für den Bot ganz ein wichtiger Beitrag auch. Ja. Dann haben wir das Ganze auch in einigen Bachelor-Master-Arbeiten bearbeitet. Das war schon Ende 22, habe mir ich die Frage gestellt, wie kann man jetzt das Large Language Model, diese Sprachmodelle, war klar, dass das die Welt verändert. Ja. Und es war dann sehr schnell auch sozusagen die Erkenntnis, man muss die irgendwie an spezielles Wissen anpassen, wie zum Beispiel an deine Lehre. Ja. Und wir haben dann eine Masterarbeit, das war eine Erasmus-Studentin, Cecilia Borek von Finnland, hier gehabt, die in ihrer Masterarbeit die Möglichkeiten, die Methoden quantitativ, qualitativ untersucht hat, wie man ein Large Language Model anpasst. Ja. Das war praktisch die Grundlage. Ja. Und da ist dann rausgekommen, dass dieses Retrieval Augmented Generation, für die ein bisschen technisch interessiert sind, der beste Weg ist. Und das sind wir dann weitergegangen, und Bachelorarbeiten waren dann zum Evaluieren da. Ja. Es war sehr hilfreich, dass man da mal einen Grundstein legt. Ja. Ja, dann ganz klar Felix als der Chefentwickler des Bots. Vielen, vielen Dank für wirklich deinen Fleiß, Ausdauer und wirklich auch die Liebe zum Detail, dass wir so weit schon jetzt gekommen sind, und der Weg ist sicher noch ein langer und weiter, das fortzuführen. Und was mir auch besonders freut heute, klarerweise können nicht alle da sein, manche sind in Argentinien oder weiter weg, ja, aber ein großer Teil, und manche sind aus der Schweiz angereist, schau nur Claudia Kohli, Claudia, Menzi Steinberger, also es war wirklich, und ganz speziell Patricia aus Ithaca Cornell University, quasi in New York, Bundesstaat New York. Ja. Vielen, vielen Dank, dass so viele auch in Person da sind und auch insbesondere bereit sind, die Rolle, die die Universität übernommen hat, nämlich der Protektor des Bots zu werden, zu begleiten. Kleines Wort noch meinerseits. Ich habe es insofern unterstützt, dass ich die Entwicklung bezahlt habe. Ich nenne jetzt nicht die Zahlen, aber war auch ein, glaube ich, wichtiger Beitrag, dass das Ganze was geworden ist. Ja, und zum Abschluss, jede von Ihnen kann den Bot runterladen. Am einfachsten ist, wenn man im Webbrowser eingibt bruderdavid.bot oder brotherdavid.bot, dann sieht man das entweder im App Store, wenn man ein iPhone hat, oder Google Play für Android. Man kann es auch einfach im Webbrowser benutzen. Also wir haben die 3 Varianten, die wir da anbieten. Und alle bieten die gleiche Qualität. Und das Schöne jetzt ist, jetzt bieten wir für die nächsten 4 Wochen die Premium-Version gratis an mit der besten Stimme, so wie wir es jetzt auch gehört haben. Also bitte rasch dann einmal runterladen und aktivieren und den Bruder David Bot auch wirklich testen. Vielen, vielen Dank.
Der Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät fehlt. Da wäre jetzt noch etwas vorgesehen gewesen. Ich möchte aber die Gelegenheit schon nützen, weil ich finde es sehr interessant, was jetzt hier gerade passiert ist. Wir hatten gerade die sogenannten Zielvereinbarungsgespräche mit unseren Fachbereichen, eben auch mit der Katholisch-Theologischen Fakultät und den zugehörigen Fachbereichen. Und wir erleben an den Universitäten, aber nicht nur hier in Salzburg, sondern gerade im europäischen Raum etwas, dass sehr wenige Studieninteressierte jetzt ein Studium der katholischen Theologie aufnehmen. Ne? Und ich finde es unglaublich spannend, wie Bruder David imstande ist, mit seinen Worten, mit seiner Art, so viele anzusprechen, oder? Also wirklich irrsinnige Dimensionen, die jetzt mit dem Chatbot noch einmal anders eigentlich in die Welt getragen werden mit 3 Sprachen. Und was ich mir, also wenn ich eine Zeit gehabt hätte, ich werde den Chatbot danach fragen, weil meine Frage wäre gewesen, ob denn Spiritualität das neue Glauben ist. Ja, also wo ist jetzt der Glaube geblieben in diesem ganzen Tun? Und ist es dann eine Frage des Vermarktens, des Verkaufens? Weil ich finde das schon interessant, wir müssen uns immer an der Universität überlegen, ob wir das Gleiche vielleicht einmal umbenennen, um es moderner, attraktiver zu machen, auch diese neuen Möglichkeiten zu nützen. Und vielleicht ist das etwas, was weniger Berührungsängste auslöst als das Wort Glaube. Ja? Lebensvertrauen. Dann haben wir schon wieder ein neues Wort. Danke. Gut, also ich möchte jetzt meinerseits beenden. Ich glaube, das ist wunderbar, auch diese digitale Übersetzung. Ich glaube, wir haben auch alle gemeinsam gehört, dass es sich lohnt, in Hawaii Urlaub zu machen. Sabbatical. Ja, genau. Es lohnt sich auch, sich von der Partnerin, dem Partner inspirieren zu lassen und dann beginnt eine neue Reise. Ja, ich glaube, so wie ich es auch am Anfang zitiert habe und eben Sie zitieren durfte, das Leben ist wirklich so voller Überraschungen. Ich glaube, es geht ganz vielfach darum, diese Möglichkeiten dann anzunehmen und wahrzunehmen und sich darüber zu freuen. Und dann haben wir schon alle gemeinsam sehr, sehr viel mehr erreicht. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei insbesondere jetzt auch Julia Ammerer und Maria Bossetta, die beiden am Cello, die Damen, die noch einmal uns begleiten werden. Dankeschön. Ich möchte mich für die sehr inspirierende Arbeit bedanken und darf das große Glück sozusagen in der Verantwortung der Universität hier wahrnehmen, dass mit dieser Partnerschaft hier etwas Tolles, Wunderschönes für uns gemeinsam gelungen ist. Und wir werden das jetzt noch, dieses Dokument, das ein bisschen hin und her gegangen ist, in der Finalisierung auch noch unterzeichnen dürfen vor Ihnen. Genau. Und den Tisch hinten, also das ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Europakloster Bruder David, Prior Thomas Hessler und der Universität, die eben genau die Universität als Protektor, hat es Bruder David genannt, Kurator des Bots auf lange Sicht. Und wir waren jetzt zuerst in der Stuba Academica, wenn man da die Gemälde ansieht, 400 Jahre Universität, ja, ist locker noch einmal 400 Jahre. Also das heißt, es ist eine langfristige Perspektive hier. Und dann hat der Chatbot keine Fehler mehr. Perfekt. Jetzt müssen wir
Thank you.